Es geht wieder los. Wir sind hier kurz vor Ossenzeil und gleich wird unser Boot gekrant. Wir haben heute den 24.03. und ja, wir sind hier mit dem E-Auto unterwegs. Bei den Dieselpreisen aktuell sparen wir rund 30 € für eine Fahrt hin und zurück gegenüber unserem Diesel. Und hier auf der Straßentanke haben wir gerade mal 2,41 gesehen. Das ist also nochmal eine ganze Ecke teurer wie bei uns. Und bei der Bootstanke wurde uns von einem Dieselpreis von 2,85 € erzählt. Wir haben zum Glück noch aus dem letzten Jahr genügend HVO im Tank. Und ja, bis zum Sommer kommen wir auf jeden Fall klar und hoffen, dass im Urlaub das sich schon wieder etwas beruhigt hat. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Um 11 Uhr haben wir einen Krantermin und auch Peters Boot wird gleich mitgekrant. Das müssen wir dann nebenan in den Hafen fahren, weil wir vor dem 1. April nicht wegkommen, weil in Ossenzeil sind die Brücken gesperrt und in Echtenerbrück ist die Brücke kaputt, also wir kommen nicht weg. Das sieht ja gut aus. Unser Boot hängt schon im Kran. Es fehlen nur noch ein paar Zentimeter, dann schwimmt's. Und ja, Peters Boot steht auch schon da und geht dann als nächstes rein. Frisch. Der Kran arbeitet. Jürgen fährt jetzt langsam das Boot hier raus. Oh, da hinten. Strom, 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 stopp, 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 Strom, Strom. Da ist der Strom noch dran. Das hätte dumm ausgehen können. Ich habe gedacht, was ist da für eine Leine, die da im Wasser hängt? Hab mal was gut gemacht. Extra Punkte. Danke. Ja, er fährt jetzt raus. Das war jetzt mal kurz ein bisschen aufregend, aber du bist an der Kante bist du vorbei. Okay. Als nächstes kommt dann Peter und Petras Boot dran. Wie man sehen kann, da hinten ist doppelrot. Das bedeutet, dass wir hier ja nicht wegkommen. Deswegen verweilen wir noch eine Weile hier in dem Nachbarhafen. Nächste oder übernächste Woche. Wir kommen jetzt erstmal in den Hafen rein. So, hier fahren wir rein. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir werden an der anderen Seite anlegen. Oh, Wind von vorn. Es wird wohl nicht ganz so einfach werden, aber ich kriege das schon hin. Alles hingekriegt. Ich muss schon sagen, das ist ja schon ganz schön windig. Da möchtest du rein? Oh, oh, oh. Du bist. Ich muss jetzt gucken, dass ich runterkomme. Du musst jetzt noch mal ein Stückchen ran. Hier vorne habe ich dich erstmal. Das erste Anlegen ist immer lustig. Ja, wie ihr sehen könnt, wird jetzt das nächste Boot, unser Zweitboot. Kleiner Scherz am Rande. Alles even controleren, even starten. Ja. Und wenn alles fertig ist, komme ich so zurück. Ich hole ihm das Schiff da weg. Jetzt sind wir am nächsten Boot dran, an dem Boot von Peter und Petra. Das ist jetzt im Kran. Jürgen hat die Maschinen angeschmissen. Da müssen noch die Fender rausgemacht werden. So, und dann stellen wir das Boot dann neben unserem Boot. So, legst du dir so hin, dass du die mir am Ufer nachher geben kannst. Wenn er mit dir rüberfährt, bleibe ich am Ufer. Ja, da Jürgen die Motoren hier nicht so kennt, fährt da. Das Boot noch ein bisschen mit Fendern ausgelegt. Und die nächsten warten schon, dass ihr Boot ins Wasser kommt. Heute ist großer Krantag. Jürgen kommt jetzt mit dem Boot von Peter. Gut, super. Ich komme nur an die vordere Leine nicht. Dann nehme ich die wenigstens schon mal. Alle ziehen mal wieder an einem Boot. Es kann noch, aber ist okay so.
So, jetzt liegen beide hier im Hafen nebeneinander. Die Saison kann dann bald beginnen. Das geht hier ruckzuck. Das nächste Boot ist auch schon im Kran. Das Kran war perfekt organisiert, für uns vielleicht ein bisschen zu perfekt. Wir hatten um 11 einen Krantermin, waren um halb 11 Uhr da und da war das Boot schon im Kran. Wir haben dann kurz noch geguckt im Hafen, wo unser Liegeplatz ist. Und als wir zurückkamen, liefen schon die Motoren und das Boot war im Prinzip fahrbereit. An Bord kurz nach den Fendern geguckt und dann ging der Kran auch schon nach unten und unser Boot schwamm und wir konnten fahren. So hatten wir gar keine Zeit, die Kameras vorzubereiten und das ging alles viel zu schnell. Ich habe gar nicht bemerkt, dass der Kranbetreiber Landstrom angesteckt hatte. Zum Glück hat Marina das bemerkt und alles ist gut gegangen, sonst wäre das die Lachnummer gewesen. Kaum hatten wir angelegt, war Peters Boot dran und es hat zwei Besonderheiten gegenüber unserem Boot. Einmal, wir haben für das Bugsteuerruder so einen Hebel und der hat Drucktasten. Die muss ich natürlich jedes Mal suchen und finden, wenn ich das betätigen wollte. Das hat immer einen Moment gedauert. Und dazu das Besondere, die Caterpillar-Schaltung. Man hat zwei extra Gashebel und zwei Hebel für den Gang. Und ja, bei zwei Maschinen fährt man ja immer mit einem Motor im Hafen, weil man sonst zu schnell wird. Und da muss man natürlich aufpassen, welche Maschine gerade fährt. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man die Maschine einkuppeln will, die schon eingekuppelt ist und stattdessen, statt dem Kupplungshebel, den Gashebel drückt. Das bedeutet dann, statt einzukuppeln, gebe ich Vollgas. Und wenn man kurz vor der Hafenmauer ist, ist das sehr unschön. Das heißt, ich habe bei jedem Mal, wenn ich irgendwas gemacht habe, immer überlegt, welchen Hebel muss ich denn jetzt betätigen? Das war schon herausfordernd und da hatte ich ein bisschen Respekt vor. Das hat das Anlegemanöver ein bisschen tricky gemacht, aber am Ende ist alles gut gegangen. Wir liegen da, alles fein. Wir haben es schon wieder wohnlich gestaltet. Piet war da, wir haben die nächsten Arbeiten besprochen. Wir liegen ja noch eine ganze Woche hier. Und nächste Woche kommt Piet dann nochmal und bevor wir losfahren, hoffe ich, dass die neue Batterie drin ist. Das erste Bier schmeckt auch schon und jetzt gehen wir noch das Gas anschließen. Wir verwenden Campinggas, ein voller und noch ein angefangener. Wir haben noch eine Gasprüfung machen lassen und dabei ist jetzt auch ein neuer Druckminderer reingekommen. Und das muss man alle paar Jahre machen. Und der war bei uns schon überfällig und deshalb ist jetzt alles neu. Neuer Schlauch, neuer Druckminderer, perfekt. Campinggas ist schweineteuer. Das verwenden wir, weil es einfach bequem ist und wir nicht so viel Gas übers Jahr verbrauchen. Aber als Alternative geht natürlich auch Propan, die grauen Flaschen. Allerdings kriegt man das hier überall, auf der ganzen Welt, egal in welchem Hafen wir sind. Die Flasche kriegen wir überall getauscht. Campinggas ist ja Butan. Das ist nicht für kaltes Wetter geeignet. Also wenn es unter 0 Grad geht, dann funktioniert das hier nicht. Aber bei kaltem Wetter steht unser Boot in der Halle. Jo. Und angeschlossen. Müssen wir auch mal sauber machen. Arbeit für die nächsten Tage. Und Klappe zu, Affe tot. Und unsere Winterplane haben wir auch drin. Hier die Zwischenwand. Das sorgt dafür, dass wenn man die Tür aufmacht, es nicht ganz so kalt wird. Jo, nächste Woche gibt es auch noch einiges zu tun. Unsere neuen Popfender liegen alle in der Dusche. Machen wir jetzt nicht dran. Das machen wir nächste Woche alles in Ruhe. Hier bleiben wir erst eine Woche liegen. Gucken, dass wir noch was eingebaut kriegen. Und ja, wir haben das jetzt alles gut verteut. Diese Nacht soll Sturm kommen. Regen, Sturm, das ist genau das, was wir eigentlich jetzt nicht brauchen. Heute Abend geht es noch in La Gondola essen mit Frank und Claudia. Und ja, so leer habe ich Lämmer noch nie gesehen. Es liegt nicht ein einziges Sportboot hier drin. Es ist noch alles frei, könnt kommen. Heute sind wir im La Gondola in Lemmer und treffen uns hier mit Frank und Claudia und werden jetzt ganz genüsslich unsere Pizza essen. Und der Jürgen will sich einen Salat holen. Wir fahren jetzt zurück zu unserem Boot nach Ossenzeil. Und ja, es soll diese Nacht noch Sturm kommen. Wir sind gespannt. Mit leeren Taschen gehen wir wieder nach Hause. Ja, das Boot von Peter und Petra ist deutlich höher im Wasser. Also die liegen nicht so tief. Da merkt man doch wahrscheinlich, dass die kleineren Motoren haben. Also wir liegen deutlich tiefer drin. Wir haben also deutlich mehr Gewicht. Ich weiß auch nicht, ob, ja, Teakdeck fehlt natürlich und frag dich genau, wo es herkommt. Das war's, die Boote liegen im Wasser.
Es ist kalt geworden und diese Nacht hat es gestürmt. Das haben wir hier gut überstanden. Hier im Yachthafen Ossenseil liegt man wirklich sehr ruhig und windgeschützt. Wir fahren jetzt nach Hause und kommen am 31. wieder. Da wird hoffentlich die Batterie eingebaut und dann geht es nach der Klink.